Heute nehme ich dich mit in eine sehr persönliche Erfahrung aus meiner eigenen Remote Viewing Praxis. Es geht um eine Session, die mir bis heute in Erinnerung geblieben ist und in der ich zum ersten Mal mit einem sehr schweren Thema konfrontiert war, einem Gewaltverbrechen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Into the Matrix. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich möchte an dieser Stelle ganz klar sagen, es geht in diesem Video nicht um Sensationslust oder um dramatische Schilderungen. Ich werde daher nicht ins Detail gehen von dem, was ich wahrgenommen habe. Aber ich möchte mit dir teilen, wie ich mit den Eindrücken umgegangen bin und vor allem, welche Techniken des Controlled Remote Viewing mir dabei geholfen haben, stabil und sicher durch diese Session durchzukommen. Also, was war passiert? Ich saß in einer ganz regulären Session und wusste wie üblich nichts über das Target. Im Laufe der Session nahm ich wahr, dass dort eine junge Frau eine verhängnisvolle Bekanntschaft macht und dass dieses Zusammenkommen in Gewalt und letztlich einem Mordfall endet. Während der Session spürte ich dann die große emotionale Last beim Opfer. Das heißt, ich spürte die Angst, die Verzweiflung und die Hilflosigkeit. Ich konnte aber auch die emotionale Kälte und die Gleichgültigkeit des Täters wahrnehmen. Und ich wusste, all das sind nicht meine Emotionen. Und diese Unterscheidung, die Unterscheidung sagen zu können, das gehört nicht zu mir, das war der erste Schritt für mich, sicher durch diese Session durchzukommen. Im Controlled Remote Viewing unterscheiden wir klar zwischen zwei Dingen, dem Aesthetic Impact, also dem, was das Target in mir auslöst, und dem Emotional Impact, also den Emotionen, die im Target bei anderen vorhanden sind. Und wenn wir das nicht trennen, dann laufen wir Gefahr, uns mit dem zu identifizieren, was wir dort wahrnehmen. Das kann ja emotional richtig mitreißend sein. Was in solchen Momenten passieren kann, ist, dass man sich, ohne es zu merken, als Viewer mit dem Opfer identifiziert. Man spürt die Hoffnungslosigkeit, die Angst, den Schmerz des Opfers, als wären es die eigenen Emotionen. Oder, was auch kritisch ist, man beginnt den Täter zu verstehen, entwickelt vielleicht sogar eine Art Mitgefühl oder ein Gefühl der Rechtfertigung. Ja, der bringt die jetzt um, aber vielleicht hätte ich das auch gemacht. Wow, das sind keine Emotionen, die wir als Viewer uns selbst sagen hören wollen. Das sind emotionale Strudel, die wir als Viewer unbedingt vermeiden müssen. Denn wir sind im Controlled Remote Viewing nicht Teil des Geschehens, wir sind Beobachter. Wir schauen hin und wir beschreiben. Wir übernehmen aber nichts, wir machen uns nichts zu eigen. Anders formuliert, wir wollen als der Mensch das Target verlassen, der wir waren, als wir die Session begonnen haben. Und das gilt umso mehr für Targets wie eben jenes Gewaltverbrechen. Ich habe bewusst darauf geachtet, meine eigenen Emotionen von denen im Target zu trennen. Immer wieder. Ja, ich habe mich daran erinnert, das bin nicht ich, das gehört nicht zu mir. Und ich habe auch meinem Monitor klar gemacht, dass hier starke Fremdemotionen im Spiel sind. Der Monitor, das ist prinzipiell ein oft unterschätzter Begleiter in einer Session. Und gerade in so einer Situation ist er eben nicht nur Protokollwächter, sondern auch ein emotionaler Anker. Und im Zweifel eben auch Seelsorger, der den Viewer hier empathisch begleiten und darauf achten muss, dass dieser gut durch das Target kommt. Nach der Session habe ich etwas gemacht, das für mich in solchen Fällen absolute Pflicht ist. Ich habe ein ausführliches Detoxing durchgeführt und in diesem Fall dauerte das satte 45 Minuten. Dabei habe ich mir jeden relevanten Eindruck nochmal vorgenommen und mich davon gelöst. Ich habe mir gesagt, dieser Eindruck oder auch diese Fremdemotion, die gehört nicht zu mir. Das gehört ins Target. Ich habe das von mir weggeschoben. Ich habe das ins Target zurückgeschoben. Ich habe mir klar gemacht, ich habe damit nichts zu tun. Sauber durchgeführt befreit das Detoxing den Viewer buchstäblich vom Target. Er streift es ab. Und hier kam ein großer Aha-Moment, denn ich habe gemerkt, wie unglaublich wichtig es ist, diese Sicherheitsmaßnahmen nicht nur zu kennen, sondern sie regelmäßig zu üben, damit sie in kritischen Momenten automatisch ablaufen. Ohne diese Übung kann ein solches Target den Viewer buchstäblich kalt erwischen und völlig aus der Bahn werfen. Um es auf den Punkt zu bringen, die Sicherheitsmaßnahmen sind: Erstens, unterscheide stets zwischen deinen Emotionen im Target und den Emotionen von Personen und Lebewesen im Target.
Weißt du beispielsweise nicht, ob ein Gefühl, ob eine Emotion zu dir oder zu jemandem im Target gehört, dann mach sofort ein Detoxing. Zweitens, bleib emotional neutral. Wenn du die Neutralität verlierst, mach eine Pause und leg deine Emotionen ab. Drittens, beschränke dich bei der Wahrnehmung von Fremdemotionen, also von Emotional Impacts, also von Emotionen von Lebewesen und Personen im Target. Steige da nicht ein, insbesondere nicht als Anfänger. Und das machen wir auch schon gar nicht in den Stufen 1 bis 3. Und viertens, der letzte Punkt, lerne ein sauberes Detoxing, also ein Loslassen, ein Abstreifen des Targets. Ja, ein Abstreifen auch von Fremdemotionen. Mein Appell an dich, wenn du Viewer bist oder es werden willst, solche Targets sind nichts für Anfänger. Selbst mit guter Technik und mit einem erfahrenen Monitor an der Seite bleibt eine solche Session eine Herausforderung. Gewaltverbrechen, schwere Schicksalsschläge oder emotionale Extreme, das gehört zu den sogenannten No-Go-Targets für Einsteiger. Man braucht dafür nicht nur die Technik, sondern auch die Erfahrung und vor allem eine klare innere Haltung. Nur wenn du in der Lage bist, neutral zu bleiben und deine eigenen Emotionen zu erkennen und vom Target zu trennen, nur dann kannst du ein solches Target sauber viewen, ohne dich zu verlieren. Ja, und du musst die eben vorgestellten Sicherheitsmaßnahmen immer und immer wieder trainieren. Was ist Remote Viewing wirklich? Unser Buch Prinzipien des Remote Viewing gibt dir eine fundierte Einführung in die Grundlagen und Wirkmechanismen des Controlled Remote Viewing. Mit klaren theoretischen Grundlagen, praktischen Übungen und Einblicken in fortgeschrittene Techniken wie ARV und Remote Influencing. Du bekommst es im Buchhandel oder direkt bei uns mit persönlicher Signatur. Einfach eine E-Mail an info@into-the-matrix.de. Zum Abschluss möchte ich dir mitgeben, das Controlled Remote Viewing ist ein großartiges Werkzeug, das weißt du. Aber wie jedes Werkzeug braucht es Übung, Sorgfalt und Verantwortung. Gerade dann, wenn es emotional schwierig wird. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und bleib achtsam in deinen Sessions.